Fängt es an oder hast du schon angemacht? Ha? Oh, kann ich anfangen, jetzt die Leute sind da. Mach mal aus, das mal. Ich heiße Mehmet Ali Dericioğlu. Ich bin 26. Oktober 1961 in Alaşehir, Manisa geboren. Das ist eine kleine Provinzstadt in der Nähe von Großstadt Izmir, etwa 140 Kilometer entfernt. Dort bin ich geboren und aufgewachsen bis meine 16. Lebensjahr. Dort habe ich Grundschule und Mittelschule besucht und Teil Gymnasium. Habe ich auch zwei Brüder, die dort geboren sind, die wir zusammen aufgewachsen sind. Danach war in der Türkei sehr schwierige Zeiten, 70er Jahre, viel Terrorismus. Deswegen musste ich dann eine Polizeischule oder Militärschule besuchen. Das war die sicherste Schule damals. Da habe ich beide die Prüfung abgelegt und die beiden habe ich bestanden. Dann habe ich mich entschieden, zur Militärschule, Gendarmerie zu gehen. Dort in Ankara habe ich 4 Jahre die Studium fertig gemacht. Kurz vor Studium war wieder 1980 ein Militärputsch. Dort habe ich die Schule aufgegeben, also die Militärschule aufgegeben, kurz vorm Schluss. 1980 im August bin ich dann nach Deutschland gereist. Meine erste Station war München. Dann wusste ich gar nicht, wohin mit mir und konnte keine Deutsch, auch sehr, sehr wenig Englisch. Dann habe ich den nächsten Zug genommen und ich habe gesagt, wohin der Zug fährt, fahre ich einfach hin. Und der Zug hat mich dann nach Köln gebracht. Und Köln bin ich ausgestiegen und dann habe ich mich ein bisschen rumgeschaut, ohne Deutschkenntnisse, nur mit meinem wenig Englisch. Und dann habe ich gesehen, da ist eine Circus Roncalli. Der Besitzer heißt Paul mit Bart, kann ich mich sehr gut erinnern heute. Und der hat mich dann in Herz genommen und dann eine Arbeit gegeben für die Artisten, dass ich die Vorhänge auf und zu mache. Und habe ich schon 3 oder 3,5 Monate dort gearbeitet und war ich sehr, sehr zufrieden. Aber ich habe gesagt, das ist da kein Beruf für mich. Dann habe ich den nächsten Zug genommen, dann bin ich dann nach Hamburg gereist. Da musste ich 3 Tage arbeiten und 2 Tage dann Deutschschule besuchen, dass ich Deutsch lernen konnte. 8 Monate später habe ich dann Arbeitserlaubnis und eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gekriegt. Dann durfte ich dann in Hamburg bleiben. Habe ich 3 Jahre in Hamburg gewohnt. Aber in Deutschland leben war wieder nicht so für mich. Dann wollte ich unbedingt wieder in die Türkei. Dann bin ich in die Türkei zurückgekommen. Dann musste ich dann normale Militärdienst leisten. Das ist am Schwarzen Meer in Samsun gewesen, war auch schöne Zeiten für mich. 1985 hat der Tourismus in der Türkei richtig angelaufen, dass ich mit meinen Deutschkenntnissen, auch ein bisschen Englischkenntnisse, dass ich irgendwo im Tourismus arbeiten könnte. Was habe ich dann gemacht? Dann bin ich nach Kuşadası, dort habe ich angefangen, als Kellner gearbeitet. Und danach habe ich dann beim Schmuckladen gearbeitet als Verkäufer. Zum Schluss habe ich dann beim einem Teppichhändler als Teppichverkäufer angefangen zu arbeiten. 1986, das war August, habe ich dann meine Frau kennengelernt, die Frau von meinen Kindern, die Mutter, beim Teppichverkaufen. Ich habe quasi meine Ex-Schwiegereltern damals Teppich verkauft, dadurch habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Und dann haben wir uns dann irgendwie sehr nahe gekommen. Da haben wir uns dann entschlossen zu heiraten. Nach dem Heiraten haben wir zeitlang habe ich hier in Deutschland gewohnt. Meine Ex-Frau ist immer zwischen Deutschland und Türkei gependelt. Ich habe 1987 in Kuşadası mal umgeguckt. Das war eine Geschäftslücke, eine Bar zu öffnen. Ich habe mir so einen Traum angesetzt, dass ich so eine Bar mache, dass das niemand hat. Ich habe von meinem Freund ein großes Gebäude, 4-stockwerkiges Gebäude gemietet und schön alles saniert, alles renoviert. Das heißt dann Dusty Bar. 3 Jahre später, 1989, hat sie gesagt, ja, wir müssen uns dann entscheiden,
wo wir uns dann überhaupt leben. Dann sind wir nach Deutschland gegangen und in München haben wir eine Wohnung gemietet. Dort habe ich mich in Karstadt beworben. Ich habe dann kurz, weiß ich, ein Jahr, glaube ich, in Karstadt gearbeitet. 1990 wollte ich wieder in die Türkei zurück. Habe ich ein Angebot bekommen in Antalya, in Side, ein kleines Örtchen, als Teppichverkäufer zu arbeiten. Dann bin ich wieder zurück. Dort habe ich wieder 1,5 Jahre gearbeitet. 1. Oktober 1992 ist mein Sohn Dennis ist auf der Welt gekommen. Konnte ich dann meine Ex-Frau nicht in Deutschland allein lassen. Ich bin zeitlang geblieben. Nach 8 Monaten oder 9 Monaten ist mir wieder in meinem Magen gekribbelt, dass ich wieder in die Türkei musste. Und dann habe ich wieder einen Job hier gesucht. Dann bin ich einfach mal geflogen in die Türkei. Ich habe die schönen Ecken angeschaut. Diesmal Marmaris, die Ecke. Dort habe ich dann wirklich einen Laden gemietet und dann einen Teppichladen aufgemacht. Das heißt Turunç Carpet Galerie. 1995 mein zweites Kind auf der Welt gekommen. Das war 2. Januar 1995, Tamara. Und dann ist meine Ex-Frau dann natürlich mit 2 Kindern in die Türkei kommen müssen. Die waren beide noch kleine, Babys noch. Und das war natürlich schwierig. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass meine Ex-Frau mit dem 3. Kind schwanger ist, die gerade mich aufnimmt für Eileen. Und dann mein Ex-Schwiegerpapa ist dann Ostern 96 ist verstorben. Und dann konnte ich sie nicht allein lassen, diese schwierigen Zeiten. Dann haben wir entschlossen, dass ich dann wirklich den Laden in der Türkei aufgebe und dann wirklich dann dort bleibe. Eileen ist auf die Welt gekommen. Dann sind die Versicherungsvertreter angerufen, immer ja, für Kinder so Versicherungen zu verkaufen. Dann habe ich mich entschlossen, diese Versicherung abzuschließen. Dann hat er gesagt, ja, was ich so beruflich mache, ob ich dann als Versicherungsvertreter also so arbeiten würde. Dann habe ich ja gesagt. Dann habe ich für die Firma angefangen, so Versicherungsvertreter zu arbeiten. Habe ich das dann wirklich so 1,5 Jahre oder 2 Jahre gemacht. Da habe ich sehr, sehr Erfolg gehabt bei der Beruf, aber auch gedacht, die Versicherungsvertreter ist auch nicht kein Beruf für mich. Dann habe ich wirklich wieder überlegt, eine Teppich- und Kilimsbranche zu landen. 1998 habe ich einen Laden gemietet und dann habe ich ein wunderschönes Geschäft aufgemacht. Haben wir alles selber saniert und selber renoviert. Und meine Kinder sind dann immer gekommen und die waren wirklich verliebt in diesen Teppichladen. Und dieser Teppichladen war auch sehr, sehr schön. Eine Augenweide für den Augsburg. Teppichgeschäfte haben immer abgenommen von Umsatz her. Da musste ich dann das zweite Bein mal überlegen, was ich machen konnte. Dann kam eine Bekannte zu mir, der so Fenster und Tür renoviert und saniert und der da auch dann Dichtungsprofile da einbaut. Er hat gesagt, ja, kannst du dann in der Türkei mal Recherche machen, ob du einen Produzenten da in der Türkei findest. Das habe ich gemacht. Dadurch habe ich dann in der Türkei wieder eine Draht aufgebaut, so Dichtungsprofile, wo Fenster und Türen diese Gummidichtungen reinkommt. Die beiden Geschäfte habe ich dann so ungefähr 3 Jahre parallel geführt. Dann habe ich gesagt, beide geht's nicht. Teppichgeschäft hat sowieso dann abgenommen von Umsatz her. Das musste ich dann aufgeben. Das hat dann so weh getan, diese Laden aufzugeben. Die heißt Minerva in Bäckergasse Nummer 12. 86 150 die Postleitzahl, weiß ich heute noch. Meine Kinder waren sehr gut befreundet mit Nachbarn, war wie zu Hause dort. Und 2006 war auch die Scheidung von meiner Ex-Frau. Das war auch für meine Kinder gar nicht so schöne Zeiten. Dann habe ich angefangen alleine zu wohnen, habe ich alleine gewohnt zeitlang. Dann habe ich den alle 3 Mal geholt, ein Abendessen, dann habe ich die mal nachgefragt. Ja, ich möchte mal in der Türkei, ist das schlimm für euch? Und ich kann hier in Deutschland nicht mehr so weitermachen. Habe ich nur die Meinung mal geholt von meinen Kindern. Die waren natürlich alle traurig, aber haben sie nur Einverständnis gegeben, wo ich mich dann glücklich fühlen würde, wo ich dann glücklich werde, dass ich dann gehen könnte. Dann habe ich 2011
bin ich in der Türkei einfach gekommen und habe ich einfach einen kleinen Büro gemietet und dann habe ich angefangen in der Türkei zu leben. Und meine Kinder haben mich dann immer jedes Jahr, soweit es geht, dann besucht. Es gibt Seiten, dass ich Deutschland sehr, sehr gerne habe und es gibt natürlich auch Seiten, dass ich Türkei sehr, sehr gerne habe. Ich bin da immer inzwischen gewesen, zwischen zwei Kulturen. Ich mag beide Kulturen eigentlich. In Deutschland mag ich sehr, sehr gerne. Beispiel die Sauberkeit und die soziale Leben, die Leute miteinander Respekt haben. Also man kann nicht beschreiben hier, wie man das lebt. Es gibt auch Nachbarschaften, die sehr, sehr stark verbunden ist. Und der Familien hält ewig immer zusammen. Deswegen nach gewissem Alter habe ich immer geträumt, dass ich in der Türkei gehe und dass ich dann in der Türkei ein neues Leben aufbaue. So ein kleines Häuschen habe mit dem Hund und mit den Haustieren, so Nachbarschaft und gut lebe. Das habe ich dann auch bei dem zweiten Ehe dann halt alles geschafft. Und jetzt fühle ich mich einfach hier wohler. Aber in Deutschland, wenn Sie mich fragen, dann vermisse ich auch sehr viele Sachen. Diese Verkehr, Disziplin vermisse ich in Deutschland. Hier fährt man manchmal über Rot in der Türkei, manchmal über Gelb und steht man nicht an der Ampel. Man geht über Zebrastreifen mal, man muss immer aufpassen hier auf dem Verkehr. Wir sind noch nicht so weit einfach wie in Deutschland. Ganz weiten Gedanken denke ich mir, ob ich dann nach Deutschland wirklich dann zurückkehre, weil die politische Lage in der Türkei nicht stabil ist momentan, weil wir immer hin und her. Jetzt läuft auch Terrorismus sehr stark hier. Terrorismus hat sehr großen Anteil. Jeden Tag 5 bis 10 Tote hier in der Türkei, im Osten eher, aber trotzdem, das stört dann irgendwie. Wir haben am 15. Juli hier einen großen Militärputschversuch gehabt in der Türkei. Das hat die Türkei wirklich sehr unstabil gemacht. Und das war schlimme Zeiten in der Türkei. Ist immer noch nicht stabil. Wer weiß, was morgen kommt. Und die Wirtschaft ist dann stehen geblieben irgendwie. Und keine müde Markt, also soll ich mal sagen, mit alten Sprichwort halt, bewegt sich gerade. Die Leute haben keine Kauflust mehr momentan. Aber hier Leben ist einfach, für mich, sag mal so, zumindest ist sehr, sehr schön, weil wir haben fast 8 Monate immer Sonnenschein hier. Wir leben hier direkt am Promenade. Das Meer ist dann fast 200 Meter von hier entfernt, kann man zu Fuß gehen. Es gefällt mir sehr, sehr schön hier. Und ich bin auch in der Türkei momentan sehr, sehr glücklich.